Outdoor-Kleidung wäre auf den ersten Blick immer ziemlich einfach. Shirt, Fleece, Jacke und fertig. Aber auf Tour merkt man schnell, dass es nicht immer darum geht, möglichst viele oder möglichst teure Kleidungsstücke dabei zu haben. Das musste ich in den letzten Jahren selber lernen und habe sehr viel rumexperimentiert. Ich bin gestern erst von meiner 1000 Kilometer Tour durch Deutschland zurückgekommen und habe mir für die Vorbereitung, wie ihr seht, viele neue Produkte zugelegt, um mal das perfekte Setup zu finden. Und entscheidend ist, welche Aufgabe jedes einzelne Kleidungsstück erfüllt. Manche Schichten regulieren Feuchtigkeit, manche speichern Wärme, manche schützen vor Wind, Regen oder Sonne. Aber je nach Tour, Wetter und Aktivität kann dasselbe Kleidungsstück plötzlich eine ganz andere Rolle übernehmen. Und genau darum soll es heute in dem Video gehen. Wie moderne Outdoor-Kleidung heute funktioniert, welche Materialien und Systeme wirklich sinnvoll sind und warum manche der spannendsten Lösungen bisher aus der Ultraleicht- und Nischenwelt kommen und wie ein perfektes Layering-System heutzutage konkret aussehen kann. Ja, viele sind wahrscheinlich schon mit dem sogenannten Zwiebelprinzip oder Layering-Konzept vertraut. Und das ist eben die Idee, wirklich mehrere einzelne Schichten anzuziehen, die dann teilweise nur eine einzige Funktion haben und die dann zu kombinieren, sodass da wirklich ein großer Mehrwert entsteht. Gegenüber vielleicht irgendeine Jacke einzupacken, die verschiedene Funktionen gleichzeitig übernehmen soll. Das hat natürlich einmal den Vorteil, dass man größtmögliche Flexibilität hat. Das heißt, immer filigran entscheiden kann, was ziehe ich jetzt gerade bei der Temperatur, bei den Konditionen an, was ziehe ich im Laufen an, was eher vielleicht bei der Pause oder beim Schlafen. Und der andere zusätzliche Gewinn ist, dass ja hauptsächlich auch Isolation durch die einzelnen Luftkammern zwischen den Schichten oder innerhalb des Gewebes entstehen. Und hat man also mehrere Schichten, bilden sich automatisch dann ein paar Luftkammern, die dann immer noch die Körperwärme weiter am Körper isolieren. Und das Warmhalten des Körpers ist natürlich erstmal die essentiellste Funktion, die Outdoor-Kleidung überhaupt übernehmen sollte. Und das kann auf viele Weisen passieren. Einerseits wirklich, indem ja der Stoff ein bisschen dicker ist, also größeres Loft hat, um dann wirklich die Isolationsleistung darzubringen. Andererseits kann zum Beispiel auch durch einen Windschutz passieren, der dafür sorgt, dass die dann angestaute warme Luft nicht vom Körper weggeht. Oder wenn es eben nass ist, sorgt dann vielleicht eine Schicht dafür, dass durch Feuchtigkeit am Körper selbst alles trocken und wärmer bleibt. Oder es gibt vielleicht auch Schichten, die die Feuchtigkeit aktiv regulieren und vielleicht von der Haut versuchen zu entfernen. Die erste Schicht, über die man sich nochmal Gedanken machen kann, ist die essentiellste, die nah am Körper anliegt, hauptsächlich der Base Layer. Und da ist auch später egal, ob dann noch 2, 3 oder 4 Schichten dazukommen. Der Base Layer ist natürlich unerlässlich. Das ist die einzige Schicht, die dann wirklich aktiv den Körper berührt und dann natürlich auch gut mit Schweiß klarkommen muss. Deswegen ist da erstmal primär nicht die Aufgabe, dass die Schicht konkret wärmt, sondern eher, dass ein gutes Feuchtigkeitsmanagement herrscht. Das sind meistens, je nach Temperatur- und Jahreszeitschichten, die sehr schnell trocknen können. Zum Beispiel aus Synthetik oder auch häufig Merino. Beides ist da keine schlechte Wahl. Merino ist noch ein bisschen geruchshemmender. Synthetik präferiere ich persönlich, da das noch ein bisschen mehr mit Feuchtigkeit klarkommt und vor allem auch schneller trocknet. Und im Sommer habe ich dann meistens wirklich was ganz, ganz Leichtes an. Und da ist für mich zum Beispiel Outdoor Research wirklich einer der führenden Stoffanbieter. Da seht ihr verschiedene Varianten, die jetzt hier vorne liegen. Ich ziehe mal eins davon an. Wie ihr seht, ist es ein sehr leichter und luftiger Stoff, der so dünn wie möglich ist. Und das sorgt bei mir dafür, dass ich bei heißen Temperaturen dann mein Midlayer und meine Jacke komplett ausziehen kann und dann immer eine Schicht habe, wo ich weiß, dass ich nicht überhitze. Und gleichzeitig ist ein Base Layer manchmal auch je nach Tour für andere Aufgaben noch da, außer den Feuchtigkeitstransport und das angenehme Tragegefühl, nämlich um den Sonnenschutz zu erhöhen. Man kann natürlich immer im T-Shirt gehen und sich konstant eincremen, aber gerade so ein Langarm-Shirt, vielleicht auch noch mit Kapuze, kann eine sehr gute Idee sein. Das bezeichnet man dann als Sun Hoodie. Das heißt, die haben aktiv wirklich einen UV-Schutz drin. Da gibt es unterschiedliche Stärken von und da ist natürlich dann der Arm einerseits geschützt und auch wirklich der Nacken und diese Kapuze sorgt auch generell dafür, dass der Kopf ein bisschen kühler ist. Ich habe hier noch ein paar Schlaufen, das ist auch immer sehr nützlich, damit auch beim Laufen nichts verrutscht. Vielleicht, wenn man auch andere Layer drüber trägt. Habe auch zum Beispiel von Arc'teryx mal welche getestet, die fand ich auch gut. Aber dieser Eco-Stoff, der gefällt mir wirklich am besten. Was auch viele nicht wissen, ist, dass die Farbe hier durchaus eine Rolle spielt. Deswegen habe ich da auch mehrere von. Umso heller der Stoff ist, desto kühler ist er erstmal, weil die Farbe natürlich nicht so viel Hitze aufnimmt. Aber umso dunkler der Stoff ist, desto höher ist auch wirklich der UV-Schutz, der da gewährleistet wird.
Wenn man aber definitiv weiß, da ist nicht viel mit Hitze und Sonne zu rechnen und man ist vielleicht im Winter unterwegs, dann kann man doch darüber nachdenken, auch bei dem Base Layer eine kleine Isolationswirkung mit einzubauen, die immer noch luftig ist und einen Feuchtigkeitstransport hat. Das ist zum Beispiel ein Modell von Patagonia, was ich im Winter viele Jahre getragen habe oder vielleicht im Rucksack hatte und dann nachts als Schlafkleidung angezogen habe. Der Trick ist hierbei, dass innen drin so kleine Luftkammern erzeugt werden. Das sind verschiedene einzelne Reihen, das heißt, eine Reihe hat immer ein bisschen Polster, sage ich mal, und dazwischen ist eine kleine Lücke. Und das befindet sich innen am Körper, sodass die kleine Schicht davor so ein bisschen dafür sorgt, dass die Luft nicht allzu schnell rausgeht. Und damit fühlt man sich bei kalten Temperaturen durchaus ein bisschen wärmer als bei diesen lockeren Eco-Stoffen. Was aber mittlerweile besser ist, ein besserer Stoff ist Alpha Direct. Und was Alpha Direct auszeichnet, ist, dass er aktuell der leichteste Stoff ist mit der größten Isolationswirkung pro Gramm. Alpha Direct von Polartec kommt eigentlich aus dem Militärbereich und gibt es schon auch seit längerer Zeit, aber erst seit wenigen Jahren wird er wirklich im Outdoor-Bereich auch eingesetzt. Aktuell noch zumeist ja eher von speziellen Nischenfirmen, also kleinen Cottage-Companies und noch nicht von ganz großen Herstellern. Das ändert sich gerade so ein bisschen, manchmal bei Skiunterwäsche oder so, dann sieht man schon Alpha Direct teilweise eingearbeitet in irgendwelchen Skijacken. Wenn wir uns das mal hier genau anschauen, dann seht ihr, dass das sehr, sehr luftig erstmal ist. So luftig, wie ihr seht, dass man sogar fast durchgucken kann, wenn ich das jetzt als Base Layer trage. Die meisten tragen das als Mid Layer, aber als Base Layer ist es durchaus auch zu gebrauchen. Es gibt eigentlich 3 Stärken, die man noch häufig benutzt: 60, 90 und 120. Und gerade in die Stärke 60, die ich jetzt hier gerade trage, ist wirklich ja die Stärke, die am meisten Isolation pro Gramm wirklich liefert. Das heißt, dieses Teil, was ich hier anziehe, wiegt, glaube ich, um die 80 Gramm, ist von Naleco. Ich verlinke euch natürlich auch in Ruhe nochmal alle Produkte unten. Das Problem daran ist, dass die Haltbarkeit und Robustheit wirklich äußerst gering ist zum einen und zum zweiten isoliert dieser Stoff wirklich nur, wenn kein Wind herrscht. Das heißt, er eignet sich erstmal optimal als Schlafkleidung, weil wir da natürlich im Schlafsack, im Zelt, im Quilt zum Beispiel sind oder in dem Fall hier als Base Layer zum Beispiel oder Mid Layer, wo ich noch eine windschützende Schicht drüber ziehe. Wenn ich mich entschließe, das zum Beispiel jetzt als Mid Layer zu nehmen und so ein Outdoor Research als Base Layer, dann habe ich zum Beispiel auch die Möglichkeit, diese beiden Schichten zu tauschen. Das heißt, den Alpha trage ich als Base Layer und den eigentlichen Base Layer ziehe ich dann drüber, sodass ich da dann ein bisschen Luftisolation habe, solange natürlich der Außenstoff ein bisschen mit Wind klarkommen kann. Man hat hier wirklich, wie ihr seht, einfach nur so ein kleines Netz gespannt, wo so ein paar Polyesterflusen quasi drauf sitzen. Und das reicht aus, damit die Luft da wirklich gebündelt ist. Sorgt aber auch dafür, dass wenn man irgendwo hängen bleibt, der Stoff sehr schnell aufreißt. Deswegen habe ich dieses Teil auch zweimal. Hier, wie ihr seht, ist mir ein Stück auf meiner letzten Mallorca-Tour gerissen, weil ich an einem Faden doberweise gezogen habe, statt ihn abzuschneiden. Das heißt, das ist auf jeden Fall kein Layer, den man einfach drüber ziehen kann, irgendwie durch die Büsche laufen kann, dann wird man wirklich eine geringe Haltbarkeit haben. Mit den Schultergurten beim Rucksack hatte ich noch kein Problem und auch wenn er mal wirklich stark komprimiert wird und wieder auseinander geht, da sehe ich eigentlich kein Problem. Aber ja, diese Robustheit, wenn das Material alleine für sich steht, ist der Hauptgrund, warum jetzt die großen Outdoor-Hersteller noch nicht auf Alpha Direct setzen. Wie gesagt, man sieht es manchmal in Kombination, zum Beispiel mit Regenjacken oder Isolationsjacken. Da ist der Stoff aber nur eingearbeitet und liegt nicht offen wirklich lose vor. Und wenn es dann so kalt wird, dass man trotz Base Layer noch in der Bewegung wirklich friert, dann braucht man einen aktiven Layer, das dann meistens der Mid Layer ist. Und ganz klassisch war das viele Jahre einfach irgendein Fließoberteil. Das ist zum Beispiel ein ganz einfacher durchgängiger Vlies von Decathlon, wiegt jetzt, ich glaube, unter 200 Gramm, hat ganz wenig gekostet und funktioniert erstmal per se. Aber da wir ein durchgängiges Material haben, ist es für die Wärmeleistung, die es hat, relativ schwer. Besser sind dann Modelle, und hier ist auch eins von Decathlon, was dann so eine Art Wabenstruktur schon hat. Ihr seht auch hier wieder kleine, ja, gridartige Löcher da drin, die dann ein bisschen mehr Loft schaffen, sodass die Luft besser isolieren kann. Aber auch hier geht das natürlich noch besser. Zum Beispiel von Patagonia war hier der R1 Vlies viele Jahre der Standard, den ich auch immer noch gerne trage. Hier liegen wir über 200 Gramm, haben aber so eine Art Polartec Power Grid hier drauf.
Und diese Wabenstruktur ist wirklich unglaublich warm und der Layer funktioniert auch sehr gut in Bewegung. Das heißt, man friert da nicht, überhitzt auch nicht. Er hat eine sehr gute Belüftung und kommt auch noch einigermaßen mit Wind klar gegenüber anderen Stoffen wie Alpha Direct. Wenn es aber wirklich dahin geht, die beste Gewichtsleistung zu haben, dann kann man ja auch entweder zu Alpha Direct wieder greifen oder zum Beispiel auch zum Stoff Octa von Teijin. Und Octa hat eine leicht andere Idee als Alpha Direct, ist mehr wie ein klassisches Vlies und da haben wir gewisse Hohlfasern, die dafür eben sorgen, dass wir eine größtmögliche Fläche im Gewebe haben, die dann auch für eine größere Isolation wirkt. Der Midlayer, den ich jetzt gerade trage, ist so ein Midlayer aus Alpha. Und da habe ich lange Zeit auch mit Alpha 60 gearbeitet, bin aber mittlerweile bei der Stärke 90 angelangt. Einerseits, wie ihr seht, ist es schon mal ein bisschen transparenter. Man kommt also beim aktiven Laufen ein bisschen besser mit Wind klar, aber dennoch, sobald ein Lüftchen aufzieht, dann lässt die Isolation hier auch sehr stark nach und man muss dann gegebenenfalls noch mit einer Jacke arbeiten. 90 ist auch etwas mehr robust, das heißt ein guter Kompromiss. 120 würde ich persönlich als zu warm identifizieren, um da noch drin zu laufen und außerdem wäre das Wärmeverhältnis da auch deutlich schlechter. Ich habe ein Modell von Sam Bob an mit einem sehr weiten Schnitt zum Beispiel und auch einer Kapuze. Den hatte ich jetzt fast 30 Tage am Stück an, Tag und Nacht bei den Temperaturen jetzt in Norddeutschland. Und da kann man natürlich auch beim Schlafen die Kapuze extrem gut zuziehen, sodass man da wirklich sehr gemütlich drin schlafen kann. Ich finde bei Alpha immer sehr wichtig, dass die Kleidung relativ locker liegt. Das heißt, hier haben wir bei Sam Bob einen sehr lockeren Schnitt, sodass da auch die Luft nicht allzu gespannt ist und irgendwie verloren geht. Es gibt in Deutschland auch einen sehr guten Hersteller, 10 Gramm. Da habe ich zum Beispiel auch ein graues Modell von, funktioniert ganz genau auch in der Stärke 90. Das Problem ist dann, wenn dann aber doch mal starker Wind aufzieht und man friert dann trotzdem noch in dem Alpha, dann braucht man natürlich eine Schicht, die den Wind auf jeden Fall abhält. Im Gegensatz zu dem Power Grid Stoff hier zum Beispiel oder dem Modell konkret hier von Patagonia, bei dem friere ich zum Beispiel auch bei Wind weniger. Bei Alpha muss ich dann direkt meine Jacke drüber ziehen oder noch besser, wenn man es denn mit hat, eine Windjacke. Windjacken sind sehr, sehr leicht. Die besten Modelle wiegen da unter 100 Gramm und wenn man zum Beispiel so ein Alpha-Teil für unter 100 Gramm anhat und eine Windjacke, dann hat man eine Kombination bei etwa 170, 180 Gramm, die wesentlich wärmer ist als eine Jacke, die ein ähnliches Gewicht hat. Und außerdem hat man da natürlich die Freiheit zu kombinieren. Ziehe ich vielleicht nur den Base Layer mit der Windjacke an, lasse ich den Base Layer komplett weg und setze nur auf Alpha plus Windjacke und habe dann in dem Sinne eine Schicht komplett weniger. Dennoch nehme ich Windjacken sehr, sehr selten mit, weil sie haben eine gute Atmungsaktivität und blocken den Wind, aber wenn es dann regnet, halten sie natürlich nicht trocken, also gerade beim Trekking nicht ausreichend trocken. Man kommt da manchmal ein bisschen mit Feuchtigkeit klar, das hat aber auf jeden Fall Grenzen und da muss natürlich dann eine Schicht drüber kommen im Zweifel, die dann noch Wasser abhält. Und die meisten Schichten, die Wasser abhalten, blocken auch den Wind. Das heißt, da muss sich jeder fragen, vielleicht auch, wie stark schwitzt man selber, weil die normale Regenkleidung, auch wenn sie membranbasiert ist, nie so eine gute Atmungsaktivität hat, wie zum Beispiel eine Windjacke. Und man muss dann natürlich immer noch einen extra Layer zum Beispiel mithaben oder kann sich den komplett einsparen. Das heißt, habe ich so einen Layer an und im Winter ist es dann zu windig, dann würde ich im Zweifel einfach eine Puffy-Jacke drüber ziehen. Da gibt es natürlich auch verschiedene Modelle. Das ist auch ein günstiges von Decathlon, was einfach eine Polyesterfüllung hat und sehr günstig ist und gut funktioniert. Besser sind dann natürlich auch, ich sag mal, ein paar bessere Loftstoffe hier zum Beispiel von Patagonia. Die Micro Puffy habe ich auch viele Jahre getragen. Deutlich leichter, deutlich dünner, kommt immer noch ausreichend, auch mit ein bisschen Regen klar und wärmt dann zum Beispiel im Gegensatz zu manchen Down-Produkten auch noch, wenn es halt durchgenässt ist, was durchaus mal passieren kann. Down ist auf keinen Fall auch schlecht, hat sogar pro Gramm immer noch das beste Wärmeverhältnis. Da muss man im Zweifel bei Feuchtigkeit nur ein bisschen vorsichtiger sein. Worauf ich aber bei der obersten Schicht, der Puffy-Schicht, dann momentan setze, ist derselbe Stoff, aus dem auch meine Schlafsäcke und Quills bestehen, nämlich Climashield Apex. Und das ist so mit der beste synthetische Stoff, der immer noch am besten pro Gramm isoliert. Nachteil ist, der hat ein relativ großes Packmaß einerseits im Gegensatz zu Downer, aber der hat auch bei nach Kompression immer noch ein gutes Loft, also eine gute Bauschkraft und wärmt auch wirklich phänomenal, wenn er komplett durchgenässt ist.
Egal ob Energie im Camper oder Notstrom zu Hause. Genau dafür gibt es die Bluetti Elite 400. Sie bietet 3840 Wattstunden Kapazität, 2600 Watt Ausgangsleistung und bis zu 3900 Watt im Powerlifting-Mode. Und trotz dieser Leistung bleibt sie mobil. Griffe ausklappen und flexibel dort platzieren, wo gerade Strom gebraucht wird. Einfach einschalten, Steckdosen aktivieren und schon lassen sich USB-C-Geräte oder klassische 230-Volt-Geräte anschließen. Über die Bluetti-App verbindet sich die Elite 400 mit dem Smartphone. Die Steckdosen können dann direkt in der App ein- und ausgeschaltet werden und alle Werte genau überwacht werden. So wird sie zur unabhängigen Stromquelle im Camper, für den Arbeitsplatz, zum Laden des Laptops und für Technik unterwegs. Insgesamt können bis zu 9 Geräte gleichzeitig versorgt werden. Und wenn mehr Leistung gebraucht wird, betreibt die Elite 4 auch starke Verbraucher wie Wasserkocher, Elektroheizer oder andere größere Geräte im Camper. Und auf dem Display sieht man direkt, wie viel Leistung gerade gezogen wird. Selbst bei rund 1500 Watt hier bleibt noch ausreichend Reserve. Auch zum Beispiel E-Bikes lassen sich unterwegs damit problemlos nachladen und selbst geladen wird die Elite 400 über Steckdose, Solar, Autogenerator oder kombiniert. Mit bis zu 1000 Watt Solarinput eignet sie sich auch für längere Reisen abseits der Steckdose. Den Link und weitere Informationen findet ihr unten in der Beschreibung. Ich habe hier ein Modell von Enlightened Equipment. Das gibt es einerseits wirklich als durchgängige Jacke oder wie bei mir als einfach Überzieh-Hoodie, den man so drüber zieht. Und damit bin ich den Großteil zum Beispiel auf meiner Tour auch aktiv tagsüber gelaufen, ohne dass mir wirklich zu warm und zu kalt wird. Der isoliert natürlich sehr gut und blockt auch den Wind noch ein bisschen, sodass es in Kombination gerade mit so einem leichten Stoff wie Alpha wirklich dann sehr, sehr warm wird. Und auch nachts habe ich den häufig getragen. Der hat auch wirklich eine sehr gute Kapuze, die man zuziehen kann, ohne dass man dann nachts zum Beispiel einen vollen Schlafsack mit Kapuze braucht oder noch eine richtige Mütze. Aber natürlich ist das Ding nicht wasserdicht und dann kommt im Prinzip der Regenlayer ins Spiel. Das ist klassisch entweder eine Regenjacke oder sogar ein Poncho. Da kann ich auch nicht ein oder das andere empfehlen, denn beides hat Vor- und Nachteile. Die Regenjacke sitzt natürlich erstmal nur über dem Körper, ist ein bisschen schnittiger und sorgt auch ein bisschen für größere Wärmeleistung in dem Sinne. Der Poncho ist deutlich lüftiger und der große Vorteil, den ich daran so sehr schätze, ist, dass er auch über den Rucksack geht. Das heißt, ich kann mir im Rucksack wirklich sicher sein, dass meine Sachen da komplett trocken sind, da ich quasi ja wie mit einem Zeltüberwurf laufe. Regenjacken müssen dann häufig auch wirklich Membranen besitzen, sowas wie Gore-Tex zum Beispiel. Der Vorteil ist da, dass sie dann sehr atmungsaktiv sind. Das heißt, in der Theorie soll halt Luft oder Dampf vom Körper rausgehen und nichts wirklich rein gelangen. Das klappt auch eigentlich sehr, sehr gut. Man muss nur immer darauf achten, gerade bei Gore-Tex zum Beispiel, dass die Imprägnierung darauf vielleicht mal alle paar Monate neu gemacht wird. Weil wenn die einmal durch ist und wir wirklich ja schwüle Konditionen zum Beispiel haben und das ganze Material durchgenässt ist, dann verkleben diese kleinen Poren und lassen im Prinzip gar nichts mehr von innen nach außen durch und das ist eben der ganz große Nachteil bei Regenjacken in Bewegung, dass man dann schwitzt und im Prinzip ja der Schweiß dann genauso nass ist wie der Regen und man trotzdem dann einen durchnässten Midlayer und Baselayer hat. Beim Poncho im Gegensatz kann das aus einem Stoff sein, der einfach überhaupt kein Wasser durchlässt. Also wie eine Plastiktüte müsst ihr euch das vorstellen. Ich habe hier sogar ein Poncho aus Dyneema, dasselbe Material, aus dem mein Zelt ist und da fühle ich mich wohl. Das Ding wiegt unter 100 Gramm und ja, ich weiß garantiert, dass es kein Wasser durchlässt und gleichzeitig habe ich durch den Schnitt eines Ponchos natürlich ausreichend Belüftung, sodass ich darunter nicht schwitze und ansonsten der ganze Dampf auch durch die Lücken am Ärmel zum Beispiel oder die Lücke zwischen Rucksack und Körper gut entweichen kann. Als Alternative gibt es zum Beispiel von C2 Summit auch einen super Poncho oder von 3F UL Gear. Man muss nur immer aufpassen, gerade wenn sehr, sehr windig ist, dann sollte euer Poncho über ein gutes Schnür- und Knopfsystem verfügen, sodass der wirklich ganz eng am Körper anliegt und im Wind nicht weggerissen wird. Das war teilweise beim C2 Summit Poncho bei sehr harten Windbedingungen so. Bei dem DCF Poncho habe ich wirklich Gummischnüre, die ich ganz eng um den Körper wirklich schnüren kann, sodass es eigentlich wie eine Jacke sitzt, die aber noch meinen Rucksack inkludiert. Was ich an Regenjacken aber so schätze, ist dann wirklich der Mehrfachnutzen auch noch als Windjacke und damit als Wärmegewinn. Und man ist natürlich ein bisschen flexibler mit dem An- und Ausziehen, weil so ein Poncho überzuwerfen natürlich ein bisschen dauert. Aber Regenjacken sind ein sehr, sehr kompliziertes Thema und ich habe wirklich in letzter Zeit 10 neue Regenjacken mal getestet, um auch die besten für mich zu finden. Und eigentlich setze ich da aktiv auf 3 Regenjacken aktuell. Decathlon hat zum Glück jetzt vor kurzer Zeit wirklich ein sehr cooles neues Modell rausgebracht, was glaube ich nur 15 € kostet. Das trage ich hier gerade.
Die Regenjacke will nicht zu viel und setzt hier mehr auf mechanische Belüftung durch gewisse Lüftungsschlitze als wirklich eine atmungsaktive Membran. Wir haben hier nur eine 5000er Wassersäule und wirklich keine große Atmungsaktivität. Dafür ist es aber sehr einfach. Das heißt, für Personen, die nicht viel schwitzen, so wie ich, ist das völlig ausreichend. Wir wiegen hier über 200 Gramm gerade und ich finde super, dass die hier vorne zum Beispiel so zugezogen werden kann. Die hat eine Kapuze, verklebte Nähte wirklich. Das wirkt für den Preis sehr hochwertig. Man kann natürlich nicht das Ganze mit einer 200, 300 Euro Jacke vergleichen, aber es funktioniert für mich so ein bisschen wie so ein DCF-Poncho dafür, dass es dann einfach sehr dicht ist, günstig ist und dafür ausreichend zuverlässig ist. Ich habe die Jacke zum Beispiel jetzt gerade in M oder L an, aber ich habe die auch in 3XL und das erlaubt mir dann zum Beispiel die Jacke über meinen Rucksack anzuziehen. Da darf der Rucksack wirklich nicht allzu viel Liter haben und ja, das muss natürlich mit dem Körperumfang passen, aber das war jetzt für mich wirklich ein sehr guter Hybrid aus Poncho und Jacke, vor allem weil die meisten Ponchos auch nur kurze Ärmel haben. Das heißt, wenn man dann eine Jacke anhat, die vielleicht nicht gut mit Feuchtigkeit klarkommt und man will in kalten Temperaturen noch in seiner Jacke schlafen, was ich persönlich immer mache, um dann weniger Schlafsackgewicht zu haben, dann hat man natürlich durch diese langen Ärmel immer noch einen kompletten Schutz, wie eben bei der klassischen Regenjacke. Wenn es dann aber leichter werden soll, dann habe ich aktuell zwei Modelle, die ich empfehlen würde. Einerseits ist das von Wrap, der Phantom Pull-On. Das ist wirklich ja, die leichteste Regenjacke, die ich aktuell kenne, wiegt jetzt hier 80 Gramm in der Version, die ich trage. Das Problem ist, da gab es eine neuere Version, die leider ein bisschen schwerer ist und dieses Modell ist sehr schwer zu kriegen. Ihr kennt vielleicht meine Regenhose, die ist aus demselben Wrap Phantom Stoff. Pertex Quantum ist das und da habe ich jetzt auch die Regenjacke im Prinzip von. Bei Regenjacken kommt es auch immer auf die Mikroschichten an, die darin verarbeitet sind. Ich will jetzt nicht zu technisch werden, aber es gibt eben 2-Layer-Bauweisen, 2,5-Layer-Bauweisen und 3-Layer-Bauweisen. Ich würde die Mitte 2,5 Layer fürs Ultraleicht-Tracking empfehlen, wenn ihr ein bisschen was Robusteres haben wollt, denn da muss man schon ein bisschen aufpassen, weil viele dieser Jacken nicht für den Einsatz wirklich mit starken und schweren Rucksäcken gedacht sind und es dann leicht zu Aufrieb kommen kann. Dann gibt es sowas wie die Patagonia Torrential, das sind klassische 3L Regenjacken, die sind auch robust, die halten gut, aber wiegen dann ja mehr als das Doppelte zum Beispiel. Als Universalregenjacke, die aktuell noch gut zu haben ist, würde ich hier mal ein Auge auf Odlo werfen. Da war ich sehr überrascht, als ich die Odlo Zero Weight jetzt getestet hatte. Sebastian hatte die schon auf unserer Dolomiten-Tour an und die wiegt so, ich glaube, 150 Gramm ungefähr in Größe M. Ist auch eine 2,5 L Regenjacke, aber durchaus sehr robust, gut geschnitten und noch leicht. Und als ich mir die zulegen wollte, habe ich gesehen, da gibt es jetzt noch eine andere Variante, die mich jetzt völlig beeindruckt hat. Denn das ist eine Regenjacke mit leichter Octa-Teijin-Isolation an den richtigen Stellen. Das heißt, da haben wir endlich mal ein Produkt eines großen Herstellers, was auf diese guten Isolationsmaterialien setzt und das noch schlau an gewissen Stellen, nur es ist nicht über den ganzen Körper, mit so einer Isolation verbindet. Das sorgt dann dafür, dass die Regenjacke 60, 70 Gramm schwerer ist, aber einen deutlich größeren Wärmegewinn dazu gibt. Und diese Jacke setze ich dann zum Beispiel im Sommer oder warmen Frühling- und Herbsttagen ein, statt im Prinzip meiner Puffy-Jacke plus eine Regenjacke. Das heißt, diese Jacke kann zusammen mit meinem Alpha Midlayer und einem Base Layer dann komplett zwei Funktionen übernehmen. Und das ist einer der wenigen Gegenstände, wo ich jetzt sagen würde, da ist es wirklich sinnvoll, wenn hier zwei Funktionen integriert sind, weil im Sommer ja, reicht das auf jeden Fall, wenn man dann keinen Wind verspürt, kein Wasser verspürt und noch diese Isolation hat, die sehr stark auch von diesen beiden Effekten profitiert. Ja, so sieht sie angezogen übrigens aus. Ich finde noch eine der schnittigsten und ich sag mal stylischsten Regenjacken von allen, die ich getestet hatte. Natürlich auch mit Kapuze und sogar eine kleine Kappe hier noch isoliert, die dann auch noch den Regen wirklich rauslässt und dafür sorgt, dass der Kopf und die Ohren vor allem auch wirklich windgeschützt sind. Ja, was dann noch fehlt am Oberkörper ist so ein bisschen das Regensetup vielleicht für die Hände oder zum Schlafen. Auch bei den Handschuhen setze ich zum Beispiel auf zweischichtige Handschuhe. Hier hatte ich lange Zeit Handschuhe auch aus Vlies von Decathlon und das ist eigentlich genauso wie bei den Schichten für den Oberkörper, dass auch Alpha direkt da wirklich seine Daseinsberechtigung hat. Hier habe ich sehr dünne Alpha 60 Handschuhe,
die ja fast aber keine Wärmeleistung bringen, wenn man sie alleine trägt. Erstmal sind sie bei mir sehr, sehr gespannt. Ich habe sie hier in Größe S genommen. Im Nachhinein würde ich es ein bisschen größer machen und dann brauchen sie auf jeden Fall eine Schicht, die da drüber ist. Und das ist oft sinnvoll, auch wenn es dann regnet. Da gibt es dann so wasserdichte Handschuhe. Ich habe welche von Sipex zum Beispiel. Decathlon bietet auch welche. Muss aber sagen, dass die bei mir trotzdem immer Wasser durchlassen, weil ich natürlich auch Trekkingstöcke habe und durch den ganzen Druck, der dann auf den Händen vielleicht ist, sorgt es dann eigentlich dafür, dass ich dann auch gerade bei kalten Tagen, zum Beispiel als ich in diesem Jahr im Sauerland auf dem Rothaarsteig im Schnee war, trotz dieser doppelten Handschuhe immer noch kalte Hände hatte. Das heißt, da experimentiere ich gerade noch ein bisschen weiter. Und wahrscheinlich werde ich mich auch hier für komplett dichte Handschuhe entscheiden. Viele im Ultraleicht-Trekking-Bereich nehmen auch zum Beispiel einfach nur sowas wie Gartenhandschuhe oder Plastikhandschuhe, die dann einfach komplett wasserdicht sind, weil man natürlich an den Händen auch nicht so viel schwitzt wie jetzt am Rest des Körpers. Ja, wenn es an die Füße geht oder an die Schlafkleidung, da ist Alpha auf jeden Fall wieder eine sehr gute Idee. Das heißt, ich habe auch Schlafsocken aus Alpha direkt, die sehr, sehr locker sitzen. Und da merkt man deutlich, wie viel besser die wärmen als so klassische enge Gummisocken. Und auch als Schlafhose habe ich mir jetzt auch extra für meine Tour eine neue Alpha Direkthose aus der Stärke 90 von Chris Pax besorgt. Die sitzt auch jetzt viel weiter wie eine Jogginghose. Vorher hatte ich eher eine sehr enge Alpha 60 Hose. Da habe ich dann wirklich manchmal gemerkt, dass, weil die so stark gespannt war, die doch ein bisschen zu wenig Isolation hat. Und diese 90er Hose, ja, die ist auch durchsichtiger und damit kann man auch mal ein bisschen auf dem Campingplatz zum Beispiel rumlaufen, ohne dass man da die ganzen Beine zu sehen bekommt. Und da bin ich jetzt eigentlich wirklich mit diesen Alpha-Stärken sowohl an den Beinen als auch im Oberkörper sehr zufrieden. Also was würde ich jetzt zuletzt ganz konkret empfehlen? Also ich finde, gerade bei der Oberkörperbekleidung ist Alpha Direkt wirklich etwas, was man zumindest in einer Schicht wirklich sehr gut einbauen kann. Das heißt, für die meisten Touren jetzt erstmal egal welches Wetter jetzt ist, außer extreme Hitze und extreme Kälte, finde ich einen leichten Base Layer jetzt in meiner Präferenz hier aus dem Outdoor Research Eco Stoff wirklich am geeignetsten, weil im Zweifel hat man dann immer eine Schicht, die man als einziges anziehen kann, wo man auf jeden Fall nicht überhitzt. Ob es dann wirklich ein Sun-Hoodie ist mit langen Armen und Kapuze, das kann man dann immer noch natürlich selber entscheiden, je nach Präferenz und der UV-Strahlung. Darüber ist ein Midlayer wirklich eine gute Idee, wenn man wirklich sehr stark friert und nicht so oft wirklich seine Schichten vielleicht ändern möchte, dann finde ich nach wie vor solche Grid-Fleece-Produkte gar nicht so schlecht, weil man da einfach einen sehr breiten Temperaturbereich mit abdecken kann. Ansonsten, wenn ihr da wirklich auf das letzte Gramm aus seid, dann würde ich da auf jeden Fall Alpha Direkt wahrscheinlich in der Stärke 90 empfehlen, weil das so der beste Kompromiss immer noch aus Gewicht, Wärmeleistung und der Robustheit wirklich ist. Und was dann da drüber ist, das wäre natürlich im Standard, gerade wenn man abends am Lager sitzt oder auch eine Pause macht, immer eine trockene Isolationsschicht wie so eine Puffyjacke. Darüber dann je nach Präferenz eine sehr dünne Regenjacke oder sogar ein Poncho. Das ist so der Standard. Ich sag mal, das sind 4 Schichten, die man dann so bei hat, die alle wirklich leicht sein können und die man im Zweifel auch kombinieren kann. Wenn es dann wirklich sehr, sehr warm ist, dann kann man einfach sagen, gut, ich lasse meine Puffyjacke zu Hause und arbeite jetzt vielleicht dann nur mit der Regenjacke oder vielleicht auch nur mit einer Windjacke oder noch zusätzlich zu der Regenjacke, je nachdem, ob ich natürlich Regen erwarte. Ich für mich finde die Kombination aus Regen- und Windlayer jetzt sehr attraktiv, gerade noch mit dieser Isolation, weil man dann einfach insgesamt weniger Schichten hat und weniger Kram hat, den man so mit sich rumträgt. Ja, im Winter könnte man dann einfach sagen, okay, ich nehme jetzt einfach einen etwas dickeren Base Layer vielleicht, der mir auch dann vielleicht nachts noch ein bisschen mehr Isolation wirklich gibt und ich komme nie in die Situation, wo ich wirklich sehr stark erhitze. Und dann ist so ein Thermo-Base-Layer gar keine schlechte Idee. Oder, was ich jetzt auch neu gemacht habe, ich habe dann sogar 4 Schichten angezogen, nämlich noch ein Alpha Direkt 60 drunter. Das heißt, erst das Alpha, was dann ein bisschen die Luft am Körper hält, dann darüber ein dünner, starrer Base-Layer, zum Beispiel auch so ein Langarmprodukt von Outdoor Research und darüber dann noch ein Alpha-Teil, vielleicht ein etwas dickeres wie 90, könnte aber auch nochmal 60 sein und darüber dann noch die Puffy. Und ich garantiere euch, dann habt ihr wirklich ein System aus Luftkammer,
getrennte Schicht, Luftkammer und dann noch wirklich diese Isolationsleistung von der Jacke, die dann wirklich für sehr, sehr viel Temperatur sorgt, egal ob man dann dabei läuft oder einfach im Lager sitzt oder schläft. Im Zweifel dann würde ich bei dieser Kombination dann eher den Poncho empfehlen, damit man dann noch ein bisschen Luft darüber hat, weil man ja da schon wirklich genug Windschutz, sage ich mal, inkludiert hat. Ich kenne aber auch viele, die dann teilweise im Sommer nur mit 2 Layern unterwegs sind und quasi Base Layer und Mid Layer als eine Funktion machen und einfach nur mit einem Alpha 60 oder Alpha 90 starten und darüber dann die Puffy oder zum Beispiel einfach nur eine Windjacke. Das geht auch. Ich finde, im europäischen Raum ist es immer ein bisschen schwieriger als jetzt auf den trockenen amerikanischen Wegen. Und man darf auch nicht vergessen, obwohl Alpha direkt ja auch ein synthetischer Stoff ist, riecht der auch schon. Und das kann ich euch sagen, weil ich diesen Mid-Layer jetzt nach meiner Tour noch nicht gewaschen habe und der riecht auf jeden Fall schon. Das heißt, wenn man den als Base Layer trägt, muss man natürlich davon ausgehen, dass der auch irgendwann dementsprechend ein bisschen Gestank aufnimmt. Und natürlich ist das immer alles auch sehr individuell, je nach Körper und Präferenz, wie stark schwitze ich, was für ein Kälteempfinden habe ich und was habe ich da eigentlich so generell am liebsten, wie oft möchte ich meine Klamotten eigentlich täglich wechseln. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Inspiration geben, wie ich das so handhabe. Ich bin mir sicher, da gibt es sehr viele Wege, auch um ans Ziel zu kommen, aber das sind jetzt so die Ergebnisse, die ich aus den letzten Jahren hatte und die auf meinen Touren jetzt mittlerweile am besten klappen und wo ich wirklich sehr viel Zeug und auch Gewicht wirklich einsparen konnte. Ja, falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie gerne mal in die Kommentare packen. Ansonsten freue ich mich immer, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.